Hallo Leute, ich bin Sarah, eine Frohnatur mit Fernweh. Auf meinem Kanal Moments of Travel nehme ich euch mit auf meine Reisen durch die Weltgeschichte. Covid-19 hat die Welt aller auf den Kopf gestellt und die Reisepläne von vielen über den Haufen geworfen. So auch meine. Deshalb habe ich jetzt umgeplant und bereise in diesem Jahr mehr von Deutschland. Denn auch in unserem eigenen Land gibt es noch so viel zu entdecken. In diesem Video nehme ich euch mit ins häufig übersehene Stade, dessen Stadtkern noch so aussieht, wie Hamburg früher einmal aussah, und zeige euch die Sehenswürdigkeiten, die ihr da sonst noch zu erwarten habt. Die kleine Stadt mit rund 50.000 Einwohnern befindet sich in Norddeutschland, circa eine Stunde von Hamburg entfernt, und eignet sich super als Ausflugsziel für eine oder mehrere Tage. Mein Tag beginnt im Zentrum entlang der Schlinge, wo sich seit dem Jahr 1000 der historische alte Handelshafen befindet. Die Fachwerkhäuser entlang der Flussseiten stammen fast alle aus dem 17. Jahrhundert und ziehen mit ihren farbenfrohen Aussehen sofort meine Aufmerksamkeit auf sich. In einigen Straßen der Altstadt findet ihr sogar noch ältere Häuser, die den großen Stadtbrand von 1659 unbeschadet überstanden haben. Diese hatte damals 2/3 der Stadt vernichtet, doch sie konnte anhand des Bauplans originalgetreu wieder aufgebaut werden. Eines der bekanntesten Häuser ist das Bürgermeister-Hinze-Haus. Kein Wunder, denn seine reich verzierte Giebelfassade aus dem Jahr 1621 sticht ins Auge. Erbaut wurde es als Kaufmannshaus, doch 1930 musste es aufgrund von Baufälligkeit abgerissen werden. Die Front wurde jedoch mit dem alten Material ein paar Jahre später wieder aufgebaut. Dahinter entstand jedoch ein Neubau. Direkt am Hansehafen habe ich ebenfalls den Stader Holztretkran gefunden, der früher zum Be- und Entladen der anhaltenden Schiffe genutzt wurde. Dessen Original wurde 1898 abgerissen und Ende des letzten Jahrhunderts nach Vorbild des Lüneburger alten Krans neu errichtet. Allerdings ohne die innere Mechanik. Für mich ist er zusammen mit dem Hafen ein schönes Fotomotiv. Diese Statue symbolisiert die Geschichte der Mutter Flint, die am Hafen Stinte und Aale verkauft hat und fast 100 Jahre alt geworden ist. Danach verlasse ich die Schlinge und laufe weiter in die Altstadt hinein. Eher zufällig stoße ich auf das Rathaus, das 1667 als altes Rathaus auf Fläche eines Vorgängerbaus errichtet wurde. Auch dieser fiel dem Stadtbrand zum Opfer. Lediglich der Ratskeller samt Gewölbe konnte gerettet werden und zählt damit zu den ältesten Ratskellern Deutschlands. Haben euch meine Tipps bis hierhin gefallen? Vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Gegenüber sehe ich die Kirche Santi Cosme et Damiani, die von den Einheimischen nur Cosme-Kirche genannt wird. Im Mittelalter hatte jeder Stadtteil in Stade eine eigene Kirche. So gehörte diese zum Kaufmannsviertel und St. Wilhardi zum Bischofsviertel. Von der Aussichtsplattform des Kirchturms habt ihr einen tollen Blick auf die Stadt, der sich bei gutem Wetter echt lohnen soll. Nur ein paar Gehminuten von hier schaue ich mir das Johanneskloster mit der Statue des lesenden Mönchs an. In dem Gebäude lebten bis 1526 Mönche, doch seit der Reformation wurde es fast ausschließlich als Haus für Alte und Arme genutzt. Für mich ist die Zeit hier stehen geblieben und ich genieße die mich plötzlich umgebende Ruhe im Vergleich zur eben noch besuchten beliebten Höcklerstraße. Die Klosterkirche ist leider nicht mehr erhalten, jedoch erinnern Pfeilerfundamente noch an sie. Findet ihr kleine mittelalterliche Städte auch so toll wie ich? Dann lasst mich doch in den Kommentaren wissen, welche deutsche Stadt euer Favorit ist. Vielleicht geht meine nächste Reise dann genau dorthin. Im Anschluss laufe ich zur Kirche St. Wilhardi, die ich eben schon erwähnte. Der Weg dorthin allein ist ein super Fotospot und das Aufsteigen der Kirche zwischen der Häuserreihe schaut toll aus. Ich hätte hier durchaus noch länger mit meiner Kamera bleiben können, doch es gibt einfach noch so viel mehr zu entdecken. Obwohl das Äußere zwar noch original ist, brannte das Innere dieser Kirche und auch das der Cosme-Kirche mehrfach aus. Grund dafür sind Brände und Blitzeinschläge. Am Pferdemarkt finde ich auf dem Boden diese witzigen Schilder, die zeigen, wie weit andere Städte von Stade entfernt sind. Ich halte mich hier aber nur kurz auf, denn ich habe ein anderes Ziel. Außerhalb der ehemaligen Wallanlagen mit Wassergraben findet ihr in südwestlicher Richtung das kostenlose Freilichtmuseum. Es ist eines der ältesten frei zugänglichen Freilichtmuseen in Deutschland und befindet sich auf einer Insel. Ursprünglich war diese nur mit Hilfe eines Fährkrans zu erreichen. Heutzutage gibt es jedoch Fußgängerbrücken. Puh, was ein Glück! Hier könnt ihr verschiedene Gebäude und Maschinen aus dem 17. und 18. Jahrhundert bestaunen, darunter diese Altländer Prunkpforte.
Das Schmuckstück des Geländes ist das sogenannte Altländer Haus aus dem Jahr 1733. Dieses stand ursprünglich im Hamburger Alten Land, wurde 1913 dann vom Stader Geschichts- und Heimatverein gekauft und in den Folgejahren Stein um Stein an heutiger Stelle wieder aufgebaut. Besonders angetan hat es mir die reich verzierte Außenfassade aus Buntsteinmauerwerk. Ist diese nicht wunderschön anzusehen? Gegen einen kleinen Obolus könnt ihr auch das Innere des Hauses besichtigen. Zudem lädt in den Sommermonaten eine Vielzahl an bunten blühenden Pflanzen im umliegenden Garten zum Erkunden ein. Ihr findet auf der Insel aber auch ein ehemaliges Backhaus mit Steinbackofen, der zeigt, wo und wie in früheren Zeiten Brot gebacken wurde. Die Redmarer Bockwindmühle, die je nach Windrichtung ausgerichtet wurde und in dessen oberen Teil sich ein Mühlenstein befindet. Zudem stehen dort seit 2019 verschiedene Bienenstöcke, bei der ich eine rege Produktivität beobachten konnte. Danach mache ich mich nochmal auf in die Altstadt und zum Alten Hafen. Neben den tollen Fachwerkhäusern befindet sich hier auch das Schwedenspeichermuseum, in dem ihr seit 1977 interaktiv mehr über die Geschichte der Stadt und auch der Hanse erfahren könnt. Zum Beispiel könnt ihr daraus finden, warum Stade erst Hansestadt war, dann nicht mehr und warum dann wieder. Ein Besuch lohnt sich allemal, nicht nur bei schlechtem Wetter. Entlang der Promenade am Hafen gibt es viele Restaurants und Cafés, in der ich nach diesem Erkundungsrundgang eine kurze Pause einlege. Ich genehmige mir eine Tasse Kaffee und lasse das Treiben um mich herum auf mich wirken. Auf meinem Rückweg laufe ich noch am Stadthafen und dem Museumsschiff MS Groindig vorbei, auf der ihr Ausfahrten auf Elbe und Schwinge machen könnt. Der Kontrast der Neubauten am gegenüberliegenden Ufer fasziniert mich. Sieht es doch ganz anders aus als alles, was ich in den vorherigen Stunden in Stade kennengelernt und gesehen habe. Es zeigt allerdings, dass Stade durchaus mehr ist als nur ein historischer Stadtkern. Doch das ist eine Geschichte für ein anderes Video. Was ist also mein Fazit? Stade ist eine kleine, charismatische Stadt, die mich mit ihrer Altstadt, ihrem Hafen und ihren Fachwerkhäusern überzeugt hat. Ich habe den Tag hier sehr genossen und hoffe, dass euch meine Tipps gefallen haben. Falls ja, dann gebt dem Video doch einen Like und wenn ihr auch bei meiner nächsten Reise durch die Weltgeschichte dabei sein wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Habt ihr zusätzlich noch weitere Tipps zu Stade, dann packt auch die gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was es dort sonst noch zu entdecken gibt. Danke fürs Zuschauen und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Ciao!